Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem YouTube-Channel. Wenn ich euch jetzt mal raten lassen würde, was die meistgestellte Frage zum Gitarrenspielen ist, so von wegen, was machst du denn da? Ja? Was würdet ihr raten? Wahrscheinlich nicht das, was mit Abstand die am meistgestellte Frage ist. Wie machst du denn diese Quietscher? Das ist die mit Abstand am meisten gestellte Frage. Und ja, klar, das ist etwas, man sieht nicht, was ich da wirklich mache. Und deswegen zeige ich es dir heute. Also erstmal, diese Dinger, diese Quietscher, nennen sich Pinch Harmonics. Und die sind ganz nah verwandt mit den Flageolets. So, was ist ein Flageolet? Das sind jetzt erstmal Grundlagen. Grundlagen, und die musst du verstehen, um zu verstehen, was mit diesen Pinch Harmonics passiert. Du hast eine schwingende Saite A, zum Beispiel, mit 110 Hertz, wenn sie richtig gestimmt ist. Ich denke, die ist richtig gestimmt. Plus, minus 1, 2 Hertz. Keine Ahnung. Wenn du jetzt diese Saite teilst, genau in der Mitte, und das ist genau am 12. Bund, also nicht in der Mitte hier, wo du greifen würdest, sondern genau über diesem Stäbchen, dann klingt die Gitarrensaite, genau eine Oktave höher und schwingt exakt doppelt so schnell. 220 Hertz. So, wenn du die jetzt genau im Drittel teilst, das ist am 7. Bund oder am 15., 17., 19. Bund, dann schwingt die in 3 Hubbeln. Ja? Also hier schwingt sie in einem Hubbel, wupp, hier schwingt sie in 2 Hubbeln, hier in 3 und am 5. Bund oder am 12. Bund, 24. Bund, in 4 Hubbeln. Und so geht es weiter, ja? Das kannst du mal ausprobieren, indem du den zweiten Finger flach, am besten die Fingerspitze ganz flach, ohne zu drücken, auf die Seite legst. Also ohne runter zu drücken, sondern nur berühren. Und dann mit dem Plektrum einfach spielst. So, und das sind sogenannte Flageolets. So, und jetzt guck mal, die Pinch-Harmonik kommt folgendermaßen zustande. Durch den Daumen. Der Daumen macht jetzt im Prinzip genau das, was mein zweiter Finger gerade gemacht hat. Und wenn du jetzt mal hier mit der Hand so ein bisschen anschlägst, wie so ein Pull-Off, ja, und den Daumen bewegst, das ist genau das, was bei den Pinch Harmonics passiert. Nur, dass du nicht hier anschlägst, ja, sondern du schlägst gleichzeitig mit dem Plektrum an. So, und das ist ein bisschen komplex und da sind einige Voraussetzungen zu erfüllen, damit das funktioniert. Erstmal, damit du diese Obertöne so krass hörst, brauchst du einen krass verzerrten Sound, also einen ordentlich satt verzerrten Sound. Ich habe jetzt hier gerade, jetzt muss ich kurz gucken, was das ist, die Simulation eines JP2C, eines Mesa Boogie John Petrucci Amps, der steht auch hier, weil ich war zu vorhin anzuschließen. Also ist jetzt eine Simulation aus dem FM3 von Fractal Audio. Klingt übrigens genauso geil. Vor allem leise ist es fast besser. Also wenn du hier auf Zimmerlautstärke übst, fast besser als der Amp, weil der hat 100 Röhrenwatt und der bläst dich gerade an die Wand. Selbst mit der 1x12 Box ist es unfassbar laut. Gut, also du brauchst einen ordentlich satten, verzerrten Sound, entweder über einen gut verzerrenden Amp oder über ein Distortion-Pedal. Und das ist jetzt nicht eine Tube-Screamer-Dings, das ist nicht ein Blue-Sound, das ist nicht angezerrt, das ist High-Gain-Sound. Ansonsten ist es super schwierig, diese Quietscher oder Fachbegriff Pinch Harmonics zu erzeugen. Also du brauchst einen richtig fett verzerrten Sound. Dann sollten deine Saiten jetzt nicht gerade 2 Jahre alt sein und völlig verschwitzt, sodass die überall schon schwarz sind, weil dann haben die nämlich keine Obertöne mehr und dann ist es extrem schwierig, Flageolets oder Pinch Harmonics zu machen. Optimal ist der Steg-Pickup. Mit dem Hals-Pickup funktioniert es lang nicht so gut wie mit dem Steg-Pickup und noch optimaler ist es, wenn du einen Humbucker hast. Aber der Verzerrgrad ist wichtiger, als ob es ein Humbucker oder ein Single Coil ist. Also das sind die Voraussetzungen. Dann, es geht mit einem Plektrum
was eine Rundung vorne hat, wie zum Beispiel so eins, sehr schlecht. Es funktioniert am allerbesten mit Plektren, die spitz vorne sind, wie zum Beispiel so eins. Das ist ein Jim Dunlop Flow Pick. Das ist das Petrucci Flow Pick. Ja, die sind in verschiedenen Stärken. Ich benutze meistens so zwischen 1 und 1,5 mm. Das Petrucci ist 2 mm. Es geht auch wunderbar mit den V-Picks, die ich eine Zeit lang oder eigentlich immer noch nehme, aber ich bin gerade am Überlegen, da gibt es ein anderes Video zu. Ja. Also mit einer Spitze. Ja. Möglichst spitz sollte das Plektrum sein. Und dann hältst du dein Plektrum nicht gerade oder parallel zu den Seiten, sondern ziemlich schräg zu den Seiten, so dass wenn du anschlägst nach unten, es geht nur nach unten, es geht nur Downstroke. Wenn du anschlägst, direkt der Daumen mit der flachen Seite auf die Seite kommt. So, und es gibt manche Stellen auf der Gitarre, da ist einfach keine Pinch-Harmonik. Ja? Du kannst hier zum Beispiel, da ist keine. Da musst du einen Millimeter weiter nach da. So, und deswegen nimmst mal die Hand und dämmst mit dem Daumen die tiefe E-Seite ab und mit den anderen Fingern die 4 Höhenseiten, sodass nur die A-Seite frei schwingen kann. Und dann probierst du einfach mal aus, hier, von da. So, und damit du ganz genau siehst, wie das aussieht, mache ich dir davon jetzt ein Video mit meinem iPhone. Zack. Ja, so sieht es aus. So, und du siehst jetzt, hast jetzt hier gesehen, du musst die richtige Stelle auch treffen und vielleicht den Daumen einfach so ein bisschen anwinkeln hier, ja, so zack, anwinkeln, damit du direkt, wenn du mit dem Plektrum angespielt hast, mit diesem Teil vom Daumen hier auf die Seite aufhaust. Ja, das kann man auch hier so. Und durch den Anschlag ist die Seite halt schon in Schwingung versetzt und dann setzt der Daumen auf und erzeugt diesen Oberton. So, das war jetzt mit Leerseiten. Es funktioniert genau gleich, wenn du Seiten greifst, aber natürlich verschiebt sich das alles durch den Finger hier. Ja? Wenn du hier, das ist ein super Flageolett, wenn du hier auflegst, eventuell nicht mehr. Deswegen musst du ausprobieren. Und nur mal so unter uns, wenn jetzt jemand sagen würde, ich wette 10.000 €, dass du nicht von 10 Versuchen blind auf die Gitarre, also ohne vorher was ausprobiert zu haben, jedes Mal ein Flageolett findest, jedes Mal eine Pinch-Harmonik findest, dann würde ich sagen, nehme ich nicht an die Wette. Weil es kann gut sein, dass ich jetzt hier direkt einfach mal probiere, blind, ja, und dann kommt eins oder kommt keins. Nochmal. Kam jetzt jedes Mal eins, aber das waren auch keine geilen, ja. Okay, also das sind Pinch-Harmonics. Werden ganz oft in so Heavy-Rhythmus-Sachen verwendet. Oder auch bei... Ich glaube, der, der als erstes benutzt hat, war bestimmt Eddie Van Halen wieder mal. Ne? Ich finde die auch manchmal gut angebracht und manchmal gehen sie mir auch tierisch auf die Nerven. Manche Spieler spielen die einfach viel zu häufig. Und es gibt dann noch einen anderen Trick. Der ist von Joe Satriani, kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil die Gitarre dazu nicht passt. Aber wenn du hier den Hebel drin hast und du ziehst hier den Hebel, hast du so ein... Also das ist auch eine Pinch-Harmonik. Gut, so, ich hoffe, dass die Fragen jetzt aufhören, beziehungsweise, was heißt, ihr könnt natürlich immer weiter fragen, aber dass die Fragen nach Pinch-Harmonics aufhören, weil das sollte jetzt jeder verstanden haben. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Pinch-Harmonik ist wie ein Flageolett, in dem du den Finger, also in den Daumen praktisch, an einer bestimmten Position drauf hast, sodass praktisch Obertöne entstehen und die Saite in verschiedene Hubbel, sage ich jetzt einfach mal,
Schwingungsamplituden geteilt wird. Und dadurch entsteht dieser hohe Ton. Und da das hier, ja, das ist ja ziemlich dann 1:7 oder so das Verhältnis. Hier ist 1:2, 1:3, 1:1 ist hier, 1:2, 1:3 und so weiter. Ja, und das ist dann irgendwie 1:7, 1:6. So ein Verhältnis hast du da, deswegen ist das super hoch. Spitzes Plektrum, relativ neue Saiten, viel Verzerrung und jetzt nicht die absolut raulichste, schlechteste Gitarre, die es gibt. Also die sollte schon so ein bisschen Obertöne haben. Gut, das war mein Video zu Pinch Harmonics. Hoffe, du hast es verstanden. Bei Fragen gerne unten fragen, aber ich denke, ja, lieber nochmal das Video angucken und trotzdem fragen, wenn das nicht klar ist. Gut, bis dann, mach's gut und tschüss.